Schauen wir uns nun an, was ich gerne als 8 Kardinalfehler im Studium bezeichne. Das sind also Dinge, die Sie nicht tun sollten, wenn Sie erfolgreich studieren wollen. Erstens, Vorlesungen und Stoff nicht ernst nehmen. Selbst wenn der Stoff Ihnen schon bekannt ist oder bekannt vorkommt, zum Beispiel von der Schule oder weil Sie sich das bereits anders angeeignet haben, sollten Sie den Stoff sorgfältig nachbereiten. Das heißt, nochmal durchlesen, drüber nachdenken und üben. Sie sollten auch nicht Übungsangebote ignorieren, denn erst in der praktischen Anwendung merken Sie, ob Sie den Inhalt verstanden haben und umsetzen können. Bitte beachten Sie dabei, es gibt zwar keinen Teilnahmezwang an der Übungsgruppe, aber Sie sollten die Aufgaben unbedingt bearbeiten oder zumindest versuchen. Machen Sie nicht den Fehler, der öfter passiert, dass Sie zum Beispiel durch gute Programmiervorkenntnisse sich die Programmieraufgabe durchlesen und sagen, ach so, ja klar, ach, ich weiß ungefähr, wie das geht, also kann ich das Punkt und es nicht mehr machen. Denn, wie es so schön heißt, der Teufel liegt oft im Detail und oft ist die Aufgabe gar nicht so einfach und schnell machbar, wie Sie vielleicht denken. Ob Sie es wirklich können, merken Sie erst, indem Sie zeigen, dass Sie es können, indem Sie die Aufgabe erfolgreich bearbeiten. Sehr wichtig ist, dass Sie Anmeldungstermine nicht verpassen sollten. Nutzen Sie eine geeignete Kalender-App, die Sie daran erinnert, und tragen sich die Erinnerung für ein paar Tage vorher ein. Wenn Sie eher auf Papierkalender stehen, geht das auch, aber dann tragen Sie sich bitte nicht, wenn donnerstags die Frist ist, das für Donnerstag ein, sondern tragen Sie sich schon für Montag ein. Achtung, Donnerstag, Anmeldetermin Ende oder Ende der Abmeldung zur Prüfung X, damit Sie bereits Montag merken, dass Sie sich da Gedanken machen müssen für Donnerstag. Und schauen Sie natürlich auch täglich in Ihren Kalender. Sehr wichtig für den Erfolg im Studium ist die Diskussion mit anderen und die Gruppenarbeit, aber die hat ebenfalls ein mögliches Risiko, denn es kann passieren, dass Sie einen falschen Eindruck bekommen. Was meine ich damit? Sie gehen unvorbereitet in eine Gruppensitzung rein, wo Sie mit Ihrer Lerngruppe beispielsweise die Mathematik-Hausaufgaben machen wollen. In dieser Sitzung gibt es nun eine sehr lebhafte Diskussion über die Aufgabe, mögliche Lösungsansätze. Sie tragen dabei auch Ideen bei dazu und am Ende hat die Gruppe eine Lösung erarbeitet und Sie gehen mit dem guten Gefühl nach Hause. Ich hab's drauf, ich kann das, habe das ja in der Gruppe mich gut eingebracht, ich hab's wirklich kapiert. Das kann gefährlich sein. Ich empfehle sehr, so eine Lernsitzung mit eigenen Ideen vorzubereiten und dann in die Diskussion zu gehen, sich aktiv einzubringen und am Ende aber, wenn Sie wieder zu Hause sind, die gemeinsam erarbeitete Lösung selber nochmal nachzuprogrammieren oder selber nochmal bei Mathematik sauber aufzuschreiben und zu schauen, ob Sie es wirklich können. Also diesen Fallstrick, dass ich habe alles verstanden, der auch in der Vorlesung passieren kann. Sie gehen aus der Vorlesung raus und ich habe alles verstanden. Und wenn Sie die Aufgabe bearbeiten sollen, merken Sie, ich habe es doch nicht so gut verstanden. Diesen Fallstrick an dieser Stelle vermeiden. Sehr wichtig ist natürlich auch, Sie sollten unsere Spielregeln nicht verletzen. Es gibt Regeln, zum Beispiel welche Hilfsmittel erlaubt sind, inwieweit Gruppenarbeit erlaubt ist. Also müssen Sie die Hausaufgaben komplett alleine machen in dem einen Fach oder dürfen Sie mit anderen zusammenarbeiten und wenn ja, mit wie vielen? Natürlich ist auch die geregelt, in welcher Form Sie abgeben müssen, also auf Papier oder als PDF oder Java Source oder ähnliches. Und bis wann? Wann also letzter Abgabetermin ist. Halten Sie sich bitte an diese Regeln. Wenn Sie sich nicht dran halten, kann es sein, dass Sie Punkte verlieren, dass Ihre Abgabe pauschal abgelehnt oder mit 0 Punkten bewertet wird oder wenn Sie zum Beispiel nicht erlaubte Hilfsmittel genutzt haben oder Gruppenarbeit sogar als Plagiat behandelt wird. Das macht für uns und für Sie Ärger, der völlig vermeidbar ist. Bitte, falls Ihr Studium nicht so erfolgreich laufen sollte, wie Sie sich das vorgestellt haben, treffen Sie keine voreilige, endgültige Entscheidung, ohne sich Beratung eingeholt zu haben. Schreiben Sie lieber eine Mail an uns, beratung@informatik.tu-darmstadt.de, bevor Sie eine eventuell endgültige und möglicherweise falsche Entscheidung treffen. Also, wenn Sie zum Beispiel nach 3 Wochen merken sollten, Informatik an der TU ist doch irgendwie nicht das richtige Fach für mich persönlich, bevor Sie einen Antrag auf Exmatrikulation ausfüllen oder ähnliches, reden Sie bitte mit uns. Insbesondere, wie gesagt, bei Studiengangswechsel oder Abbruch, weil wir Ihnen eventuell noch einige sehr wichtige Informationen geben könnten, wie Sie am besten vorgehen, um
möglichst gut aus der Situation herauszukommen. Sie sollten ebenfalls Hausaufgaben und Übungsaufgaben möglichst optimal nutzen. Das heißt, Sie müssen zunächst einmal die Regelung beachten, müssen sie alleine abgeben, dürfen Sie das zu zweit machen und so weiter. Sie sollten die Aufgabe selbst bearbeiten oder zumindest versuchen, um das Problem zu vermeiden, wenn Sie in einem Team arbeiten können, dass das Team Sie sozusagen mitzieht. Sie erfolgreich sind bei den Hausaufgaben, Übungsaufgaben, aber wahrscheinlich große Probleme in der Klausur haben werden. Wenn es erlaubt ist, können Sie, nachdem Sie selbst an der Sache gearbeitet haben, mit Ihren Lernpartnerinnen das Ganze besprechen und verbessern. Natürlich dürfen Sie keine Plagiate machen, Google suchen, Stack Overflow, ChatGPT und so weiter. Alle diese Hilfsmittel sind potenziell nicht erwünscht und erlaubt und betrügen Sie auch noch selber, weil sie Ihnen den Eindruck vermitteln, Sie haben aus eigener Kraft die Lösung gefunden mit einer cleveren Idee oder mit Nutzung eines cleveren Tools. Aber eigentlich haben Sie sich selbst betrogen und Sie haben versucht, uns zu betrügen. Sie haben sich selbst betrogen, weil Sie sich selbst den Eindruck geben, ich kann es selber, obwohl ein Tool für Sie vielleicht einen wesentlichen Teil der Arbeit gemacht hat. Und Sie haben uns betrogen, indem Sie so tun, als ob Sie das selbst gemacht hätten, obwohl es tatsächlich jemand anders, egal ob Person oder Tool, gemacht hat. Wenn das dem Veranstalter auffällt, hat das meist direkt Konsequenzen und wenn nicht, hat es oft indirekte Konsequenzen. Sie sind davon überzeugt, dass Sie das entsprechend gut können, bereiten sich nicht hinreichend gut eventuell auf die Klausur vor und kriegen ein entsprechend schlechteres Ergebnis und unter Umständen fallen sie auch einfach durch die Klausur durch. Nicht wegen Plagiat, sondern weil sie einfach sich selber überschätzen und nicht so gut sind, wie sie selber sich gesehen haben. Wichtig ist dabei zu wissen, glauben Sie mir das bitte, das Nachvollziehen können einer fremden Lösung oder Lösungsidee ist schön, ist aber etwas grundlegend anderes, als eine eigene Lösung zu finden. Das heißt, wenn Sie eine Lösung lesen, das nachvollziehen können, zum Beispiel sagen wir ein Java-Programm nachvollziehen können, dann heißt das, okay, Sie können Java in einem gewissen Umfang lesen, das ist nicht schlecht, aber in vielen Fällen, sowohl in der Programmierung als auch beispielsweise in der Mathematik, enthält die Lösung auch eine kreative Idee, eine clevere Idee, wie man das konkret machen kann. Und diese Idee ist in der Lösung einfach explizit schon dastehen. Sie müssen da nicht drüber nachdenken oder diese Lösung finden, die steht einfach da. Und die entscheidende Frage in Prüfung ist oft, finden Sie selber die richtige Idee, eine Idee, die Sie zum Ziel führt. Wenn Sie die Idee einfach liefern, nehmen Sie sich selber die Möglichkeit herauszufinden, ob Sie diese Idee finden können. Die Einschätzung, zum Beispiel wenn Sie ein Übungsblatt durchlesen, ach, das hätte ich auch gekonnt, oder das kann ich, das ist einfach, das brauche ich gar nicht machen, oder ich lese mir die Lösung durch, ja, da wäre ich auch drauf gekommen. Das führt erfahrungsgemäß oft in die Irre und ist sehr gefährlich. Ein Nachvollziehen können reicht nicht für das Verstehen des Stoffes, es reicht meist auch nicht für das Bestehen der Prüfung, weil in der Prüfung es in aller Regel nicht darum geht, dass Sie einen Code lesen und verstehen können und sagen können, was er macht, sondern Sie selber etwas entwickeln. Und Nummer 8, bitte vermeiden Sie es, völlig unnötig durch eine Prüfung durchzufallen. Sie haben nur 3 Versuche. Wir haben in der Vergangenheit schon Fälle gehabt, dass der Termin der Klausur falsch notiert wurde, die Klausur wurde verschlafen, man hat die Anreise falsch geplant, zum Beispiel mit der Bahn. Gerade im Wintersemester können mal Weichen einfrieren oder es gibt einen Stau oder ähnliches. Es wird oft zu spät mit Lernen angefangen, also der Ansatz, wie in der Schule, ein paar Tage vor einer Klausur fange ich an zu lernen, funktioniert an der Universität nicht. Es wird der eigene Wissensstand gelegentlich überschätzt, ohne dass man das kritisch überprüft. Das heißt, Sie müssen die Aufgaben selber rechnen, um zu merken, ob Sie es können und nicht die Aufgaben durchlesen und sagen, ach ja, das kann ich. Es gibt auch Fälle, wo Personen trotz Anmeldung sich weder von der Prüfung abmelden, noch an der Prüfung teilgenommen haben, sondern einfach durch Abwesenheit durchfallen. Glauben Sie mir, Sie haben nur 3 Versuche. Wenn Ihnen dieses Fach schwerfällt und Sie gehen beim ersten Mal nicht hin, haben Sie nur noch 2 Versuche. Wenn Sie beim zweiten Mal in die Prüfung gehen und diese Prüfung nicht bestehen, werden Sie sich wohin treten wollen, wenn Sie sich vor Augen führen, dass Sie nun in Ihrem letzten Versuch in diesem Fach sind, weil Sie einfach nicht hingegangen sind. Kümmern Sie sich darum, sich rechtzeitig abzumelden oder
wenn sie sich nicht gut fühlen, entsprechend eine Krankschreibung zu kriegen. Auch hier haben wir Fälle, wo Menschen krank waren, aber keine Bescheinigung der Prüfungsunfähigkeit, inzwischen nur noch normale Krankheit, also Arbeitsunfähigkeit, fristgerecht im Studienbüro eingereicht haben. Bitte kümmern Sie sich darum. Wir hatten auch einen Sonderfall in einem Wintersemester, wo die Uhr falsch rum umgestellt wurde, also statt vorgestellt zurückgestellt. Und die Person, die das betraf, dann 20 Minuten vor Ende der Klausur gut gelaunt den Prüfungsraum betrat, weil sie ja dachte, in 20 Minuten beginnt die Klausur. Und es gibt noch andere Möglichkeiten. Versuchen Sie nicht, eine dieser Möglichkeiten zu nutzen und unnötig durch eine Prüfung durchzufallen.